Ja, willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal. Heute habe ich zwei Uhren auf dem Tisch und zwar einmal die neue Garmin Forerunner 255 beziehungsweise auch die neue erschienene Polar Pacer Pro. In diesem Video möchte ich euch den Unterschied der Uhren zeigen beziehungsweise möchte zeigen, welche Uhr vielleicht für dich die bessere geeignete Uhr ist. Die Garmin Forerunner 255 erscheint in 4 verschiedenen Versionen. Einmal haben wir hier die Normalversion mit 46 mm und die S-Version in 41 mm. Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen einer Music-Variante und einer Nicht-Music-Variante. Der einzige Unterschied ist da, dass wir in der Music-Variante hier dann entsprechend noch Musik speichern können. Das heißt, wenn ihr Spotify bzw. Amazon oder Deezer abonniert habt, könnt ihr entsprechend hier die Musik speichern oder auch dann ja MP3s mitnehmen. Im Preisrahmen bewegen wir uns hier zwischen 349 und 399 Euro. Die Pacer erscheint hierbei in 2 Varianten, wobei hier bei der Größe nicht unterschieden wird. Wir haben einmal eine Pacer Normalversion bzw. eine Pacer Pro Version. Ja, der größte Unterschied ist hierbei eigentlich, dass wir bei der Pace-Variante keine Navigation haben und auch keinen barometrischen Höhenmesser, beziehungsweise hier ist auch zum Beispiel der Radleistungstest nicht enthalten oder auch Hillsplitter. Preislich bewegen wir uns bei der Pacer-Version zwischen 199 Euro und der Pro-Version dann bei 299 Euro UVP. Dann kommen wir auch schon zum Display. Beide Uhren haben hier ein Memory-in-Pixel-Display. Das bedeutet, wenn ihr jetzt in die Sonne reingeht, habt ihr hier bei einer vollen Einstrahlung auch die maximale Lesbarkeit des Displays. In Dunkelheit werden dann beide Uhren dann mit Hintergrundbeleuchtung unterstützt, damit ihr das Ganze auch ablesen könnt. Und es ist auch so, das Memory-in-Pixel-Display ist so konzipiert, dass auch entsprechend hier der Akku geschont wird und hier entsprechend eine lange Akkulaufzeit habt. Bei der Forerunner 255 wird in der S-Version mit einer Pixelgröße von 218 x 218 Pixel aufgelöst. Bei der großen Normalversion sind es 260 x 260 Pixel. Bei der Pacer Pro haben wir nur 240 x 240 Pixel, obwohl die Uhr genauso groß ist wie die Forerunner 46 mm Uhr. Das heißt im Umkehrschluss, ich habe auch hier einen entsprechenden Displayrand. Der wird zwar meistens kaschiert, weil die Hintergründe dunkel sind, aber sobald ihr etwas helleren Bereich reinkommt, ist es gut zu erkennen. Gewichtstechnisch schlägt dann die Forerunner 255 etwas mehr auf. Hier haben wir in der größten Version dann 49 Gramm, während wir hier bei der Polar Pacer Pro wirklich leichte 41 Gramm haben. Nichtsdestotrotz, beide Uhren sind wirklich sehr bequem zu tragen, stören nicht am Handgelenk und fallen eigentlich gar nicht wirklich auf. Was das Bedienkonzept angeht, so haben beide Uhren eigentlich das gleiche Konzept. Wir haben hier 5 Tasten, die wir bedienen können. Das bedeutet, ihr habt hier kein Touch-Display verbaut, wie ihr das jetzt schon von anderen Uhren kennt. Da ist es wirklich noch klassisch, hier über Tasten zu bedienen. Die Menüführung ist aber jeweils doch wirklich gut gestaltet und sehr intuitiv. Was die Sensoren betrifft, so haben wir bei der Polar Pacer Pro einen 24/7 Herzfrequenzsensor verbaut. Bei der Garmin Forerunner 255 ist neben einem 24/7 Herzfrequenzsensor auch noch ein Pulsoximeter dabei. Dies heißt, er misst dann den Blutsauerstoffgehalt. Da ist natürlich jetzt die Frage, braucht man jetzt sowas wirklich zwingend? Das Ganze wird eigentlich erst wirklich im Höhenbereich interessant. Dennoch habt ihr die Möglichkeit, das Ganze jetzt zu nutzen. Aber ihr habt auch die Option, das Ganze individuell einzustellen, wie ihr möchtet, weil das Ganze doch etwas auch akkuverbrauchend ist. Ihr könnt dann auswählen zwischen, ich möchte das Ganze in der Nacht einhaben, ich möchte das Ganze 24/7 anhaben oder komplett abgeschaltet. Zudem verfügen auch beide Uhren über einen barometrischen Höhenmesser. Das bedeutet, das Ganze wird hier über Luftdruck gemessen, da wird die Veränderung entsprechend aufgenommen. Das heißt also, hier finden keine Höhenmessungen über GPS-Daten statt, sondern direkt hier über Sensoriken. Garmin bietet darüber hinaus dann auch noch eine Unwetterwarnung, die könnt ihr dann einstellen bzw. einschalten, ihr könnt es aber auch ausschalten. Das heißt also, wenn dann entsprechend hier der Luftdruck schnell fällt, bekommt ihr auf eine Warnung auf die Uhr, gerade wenn ihr in den Bergen unterwegs seid, ist es ganz interessant, oder auch im Wald und ihr das Ganze nicht mitbekommt. So bekommt ihr direkt einen Alarm angezeigt, dass hier entsprechend gerade ein Unwetter aufkommt. Was beide Uhren dann auch noch unterstützen, ist dann Bluetooth-Verbindung. Also ihr könnt dann entsprechend hier einen Stride zum Beispiel nutzen, das unterstützen beide Uhren, oder auch einen Bluetooth-fähigen Brustgurt. Und wir haben bei Garmin dann auch noch die Option, Geräte über ANT Plus zu verbinden. Das habe ich leider bei der Polar Pacer Pro nicht. Vom Konzept her sind beide Uhren wie Apps aufgebaut. Das heißt, ihr habt dann so Apps-Oberflächen, wo ihr dann entsprechend durchscrollen könnt. Ich nenne es bei Garmin oft auch Widget, also je nachdem, bei Garmin ist es Widget bezeichnet, man kann es aber auch als App bezeichnen. Und so haben wir hier das Ganze entsprechend aufgebaut. Neben den ganzen klassischen Sportfunktionen, auf die ich jetzt gleich noch zu sprechen komme, bietet hier die Polar Pacer Pro auch die Möglichkeit, hier eine Wettervorhersage anzeigen zu lassen. Die Uhr synchronisiert sich entsprechend mit Polar Flow und da, wo ihr dann entsprechend am Standort seid, bekommt ihr dann hier angezeigt, wie dann das Wetter in den nächsten Stunden wird, beziehungsweise dann auch eine Vorhersage in den nächsten Tagen. Das gleiche habe ich auch bei der Garmin, hier bekomme ich das auch angezeigt, also auch entsprechend eine Wettervorhersage. Zudem habe ich hier dann auch noch die Möglichkeit, mir einen UV-Index anzeigen zu lassen. Was ich aber bei der Garmin-Uhr noch zusätzlich habe, ist ein Widget über Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das heißt, ich kann dann sehen, wann die Sonne aufgeht, wann eine Dämmerungsphase stattfindet, beziehungsweise wann es dann wieder dunkel wird. Das Ganze habe ich leider bei der Polar Pacer Pro nicht, das ist dann hier nicht enthalten.
Zudem habe ich die Möglichkeit, die Forerunner 255 über den sogenannten Garmin Connect IQ Store, das ist eine eigene App, die ihr herunterladen könnt, ja weitere Apps für die Uhr herunterzuladen, um diese entsprechend zu individualisieren. Auch Zifferblätter sind hier möglich herunterzuladen und es gibt auch hier und da Zifferblätter, die ich dir dann selber einstellen kann, so welche Daten ich dann entsprechend angezeigt haben möchte. Das Ganze habe ich bei der Polar Pacer Pro nicht. Ich habe zwar auch hier die Möglichkeit, die Zifferblätter zwischen analog und digital zu verstellen, also mir das entsprechend einzustellen, aber ich habe jetzt zum Beispiel keine Möglichkeit, hier weitere Zifferblätter runterzuladen oder auch jetzt hier zum Beispiel mir ein Sonnenaufgang-, Sonnenuntergang-Widget herunterzuladen oder eine App, die mir das Ganze entsprechend anzeigt. Das heißt, bei der Polar bin ich darauf angewiesen, was mir der Softwarehersteller anbietet. Was die Akkulaufzeit angeht, das Ganze ist natürlich immer eine individuelle Sache. Ich teste die Uhren eigentlich immer mit maximaler Nutzung, beziehungsweise mit allem, was die Uhren können, weil dafür kauft man die Uhr ja entsprechend. Und so bekomme ich hier natürlich auch einen kleinen Unterschied, was die Akkulaufzeit angeht. Ich habe ja schon erwähnt eingangs, dass die Forerunner 255 einen Pulsoximeter nutzt. Das heißt, hier ist auch schon ein höherer Akkuverbrauch. Zudem hat die Uhr auch noch ein sogenanntes Multiband-GPS, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Das braucht auch etwas mehr Strom bei der Aktivität. Bei der Polar Pacer Pro habe ich entsprechend den 24/7 Herzfrequenzmesser genutzt, um das Ganze noch weiter einzuordnen. Ich mache dann etwa 3 Aktivitäten in der Woche, die betragen etwa so 1 bis 1,5 Stunden. Und so komme ich bei der Polar Pacer Pro etwa auf 6 Tage Laufzeit, was die Akkulaufzeit angeht. Und bei der Garmin komme ich je nachdem, wie es ist, zwischen 3 bis 4 bis 5 Tage. Also eher meistens 4 Tage und dann muss ich auch die Uhr entsprechend aufladen. Thema Aufladen ist hier aber wirklich auch kein Problem. Das bedeutet, wenn hier beide Uhren doch sehr niedrigen Akkustand haben, wenn ich zum Beispiel jetzt mit 5% Akkustand reinkomme, die Uhr entsprechend anschließe, nämlich schnell anziehe, dann laden die beiden Uhren so schnell auf, dass man es dann entsprechend für einen Lauf von 1 bis 2 Stunden weiterhin nutzen kann. Was die Polar Pacer Pro leider nicht anbietet, aber die Garmin Forerunner 255, das sind 3 Sicherheitsmerkmale. Ich möchte einfach an dieser Stelle erwähnen, weil die für mich persönlich eigentlich sehr wichtig sind und oft unterschätzt. Alle diese Merkmale funktionieren aber nur, wenn entsprechend das mobile Gerät dabei ist, beziehungsweise wenn das Handy mitführt. Ihr habt einmal die Möglichkeit, hier an der Uhr einen Notfallknopf auszulösen. Da müsst ihr einfach nur links auf die Taste 3 Sekunden drücken und dann werden dann eure Notfallkontakte, die ihr hinterlegt habt, kontaktiert und bekommen eine Info, dass ihr entsprechend hier Notzeit und Hilfe benötigt. Dann haben wir noch eine Sturzerkennung, die, wie das Name schon sagt, wenn ihr stürzt, dann entsprechend ausgelöst wird. Hier kommt auch eine Meldung auf die Uhr und sagt, hier soll ich das Ganze melden. Wenn ihr nicht reagiert, weil euch irgendwas passiert ist, werden auch hier dann entsprechend eure Notfallkontakte kontaktiert und bekommen auch die Daten, wo ihr dann seid, um dann entsprechend Hilfe zu schicken. Als letztes Feature gibt es dann noch das sogenannte Live-Track und hier bekommt der Kontakt, den ihr hinterlegt habt, eine E-Mail und kann entsprechend nachverfolgen, wo ihr gerade unterwegs seid. Und obendrauf ist es noch so, wenn ihr jetzt auch eine Route geplant habt, also das Ganze hat ja auch Navigation und eine Route geplant habt, dann bekommt auch die Person angezeigt, was ihr noch laufen wollt und kann entsprechend einschätzen, wann ihr ungefähr wieder heimkommt, beziehungsweise sie dann auch, wo ihr geplant habt, laufen zu gehen, falls irgendwas passiert. Beide Uhren haben natürlich auch eine Fitness-Tracker-Funktion, das heißt, es ist ein Schrittzähler verbaut, das Ganze läuft dann über einen Bewegungssensor und wenn ihr zum Beispiel Apple Health nutzt, dann könnt ihr das Ganze dann auch hier entsprechend synchronisieren. Ich selber nutze das Ganze dann weiter, zum Beispiel für meine Krankenkasse, da gibt es ein Bonusprogramm, wo ich die Schritte hinterlegen kann und das wird auch mit beiden Uhren unterstützt, beziehungsweise wenn die Krankenkasse Apple Health unterstützt, wenn ihr jetzt ein iPhone habt, dann könnt ihr das dann auch bei beiden Uhren nutzen. Garmin bietet darüber hinaus dann auch noch einen Etagenzähler mit und auch dann ein Stresslevel bzw. eine Garmin Body Battery. Letzteres ist dann einfach so ein Ressourcenmanager, der euch irgendwas anzeigt, wie euer Akkustand des Körpers ist. Was für die Regeneration auch sehr wichtig ist, natürlich das Schlaftracking. Beide Uhren unterstützen das Ganze. Bei der Garmin-Uhr bekomme ich ein Widget angezeigt, wie meine Schlafphasen waren. Das heißt, die Tiefschlafphase, Leichtschlafphase, REM-Phase und die Wachphasen. Das bekomme ich im Detail angezeigt, auch so ein bisschen farblich unterschieden. Zudem bekomme ich dann einen sogenannten Sleeping Score, der dann anzeigt, ob ich gut geschlafen habe. Der geht dann von 0 bis 100. 100 ist das Beste, 0 ist das Schlechteste. Und ich bekomme so eine kleine Zusammenfassung, wie mein Schlaf dann entsprechend war. Zudem hat Garmin mit der neuen Forerunner-Uhren auch den sogenannten HFV-Status eingeführt. Das ist eine Analyse der Herzfrequenzvariabilität, also die Unterschiede zwischen den Schlägen der Herzfrequenz. Und hier wird dann gemessen, wie gut sich der Körper in der Nacht erholt hat. Hier gibt es auch dann gewisse Einflussfaktoren, die das Ganze etwas stören können, wie zum Beispiel Alkoholkonsum oder wenn ihr auch übertrainiert seid oder generell hohen Stresslevel habt, kann es dazu führen, dass ihr dann nachts euch nicht so richtig erholt. Das heißt, ihr habt dann zwar vielleicht 8 Stunden geschlafen, aber der Körper hat sich nicht richtig regenerieren können. Das bekommt ihr hier über diesen Status entsprechend angezeigt, aber das Ganze dauert dann wirklich auch 3 Wochen, bis ihr die ersten Daten bekommt. Das heißt, die Uhr muss euch dann entsprechend ein bisschen kennenlernen und so seht ihr neben der normalen Schlaf-App dann auch entsprechend, wie da der Status ist. Und hier könnt ihr ein bisschen einordnen, ob ich dann ein bisschen mehr regenerieren soll oder dann auch entsprechend hier weiter trainieren kann.
Bei Polar nennt sich das ganze Schlaftracking dann entsprechend Nightly Recharge, also nächtliches Aufladen oder Überholen. Und hier bekomme ich einmal in der App schon mal angezeigt, grafisch, ob das Ganze gut war. Es sieht man dann entsprechend, wenn es grün ist, war es gut, wenn es rot war, ist es schlecht. Beziehungsweise ich kann dann auch in die App nochmal hineingehen und bekomme noch mal ein paar Details mehr angezeigt. Einerseits bekomme ich dann den Schlafstatus, das sehe ich dann auch entsprechend hier, wie meine Tiefschlafphasen waren, Aufwachphasen, Leichtschlafphasen und meine entsprechenden Schlafzyklen. Beziehungsweise wenn ich dann rausgehe und hier in den ANS-Status gehe, das ist so wie der HLV-Status bei Garmin, auch hier wird die Herzfrequenzvariabilität gemessen und hier wird auch entsprechend eine Auswertung gemacht, wie gut oder wie schlecht ich mich dann in der Nacht erholt habe. Ich muss aber dabei sagen, das beste Schlaftracking hat an dieser Stelle eindeutig Polar, weil Polar erkennt wirklich auch die Aufwachphasen und auch dann die Unterbrechung. Ich habe bei Garmin oftmals, dass es hier Unterschiede gibt, Diskrepanzen zwischen 10, 15, 20 Minuten und auch nicht alle Aufwachphasen werden erkannt. Was beide Uhren aber nicht erkennen, ist, wenn ihr zum Beispiel Mittagsschlaf macht, das kann sowohl die Polar nicht feststellen, als auch die Garmin-Uhr, da gibt es dann leider keine Daten dazu. Natürlich habe ich hier 2 Sportuhren auf dem Tisch und daher sind ja auch die Sportarten interessant. Beide Uhren haben hier wirklich ein großes Repertoire an Sportarten. Natürlich sind hier die gängigen Sachen wie Laufen, Radfahren, Indoorlaufen dabei, aber auch Wandern oder auch Cardio-Training oder auch Yoga darf natürlich an dieser Stelle nicht fehlen. Bei Garmin haben wir hier 30 verschiedene Sportarten installiert. Bei der Polaruhr ist es so, ich habe hier eine sehr, sehr lange Liste an Sportarten, die ich auswählen kann und da kann ich mir bis zu 20 Stück entsprechend hier auf die Uhr drauf machen. Beide Uhren bieten auch die Möglichkeit, dann entsprechend die Datenfelder individuell selber einzustellen, also sowohl bei der Garmin-Uhr über die App, als auch bei der Polaruhr geht das Ganze hier über die App und so könnt ihr dann das, so wie ihr das Ganze braucht, entsprechend einstellen und hinterlegen. Bei Garmin habe ich dann in Datenfeldern auch noch die Möglichkeit über den Connect IQ Store, ich erwähne ihn immer wieder, weil es halt viele Sachen dort gibt, auch hier nochmal Datenfelder oder spezielle Datenfelder herunterzuladen und diese dann auch hier bei der Aktivität zu hinterlegen. Dabei ist es dann möglich, bis zu 2 verschiedene Garmin Connect IQ Felder zu hinterlegen und die werden dann auch, je nachdem, was für ein Feld es ist, auch in der App angezeigt, wenn ihr entsprechend ein Workout gemacht habt. Aber neben den gängigen Sportarten ist auch immer die Frage, kann die Uhr jetzt Triathlon? Die Forerunner 255 hat jetzt mit dieser Version auch das Triathlon hinzubekommen. Also ihr könnt jetzt hier Triathlon und Multisport machen, aber auch die Pacer Pro bietet hier die Möglichkeit, entsprechend einen Triathlon durchzuführen. Das Ganze hier Multisport hinterlegt und da kann ich mir die Sportarten hinterlegen, was ich entsprechend machen möchte. Das heißt also, beide Uhren sind dann auch hier entsprechend Triathlon tauglich. Was die Polaruhr unterstützt, aber hier die Forerunner 255 nicht, ist Strava Live-Segmente. Das heißt also, wenn ihr ein Strava-Abonnent seid und auch ein Segmentenjäger, dann habt ihr bei der Polar Pacer Pro auch die Möglichkeit, entsprechend die Segmente zu hinterlegen und hier dann auf Segmentjagd zu gehen. Und wenn wir schon beim Training sind, kommen wir dann auch zum sogenannten Trainingsload. Bei der Garmin haben wir hier in der App angezeigt, wie es euer Trainingsload aktuell ist. Ihr bekommt ja dann Punkte, wenn ihr hier ein Workout durchführt und das Ganze wird dann addiert und dann gibt es so eine grüne Wolke, in der ihr euch bewegt und wenn ihr oberhalb der Wolke seid, dann trainiert ihr zu viel, wenn ihr unterhalb der Wolke seid, trainiert ihr zu wenig. Ihr solltet euch immer in diesem grünen optimalen Bereich bewegen, damit ihr hier optimal trainiert. Die Polar Pacer Pro löst das Ganze ein bisschen anders. Sie hat zwar auch einen Trainingsload, da werden ebenfalls Cardio-Punkte gesammelt, ihr bekommt es dann auch in der Aktivität angezeigt. Und hier wird das Ganze auf einen Wert 1 runtergebrochen. Das heißt, wenn ihr über 1 seid, dann baut ihr euer Fitness auf, beziehungsweise wenn ihr zu weit drüber seid, dann seid ihr übertrainiert, müsst aufpassen, dass ihr kein Verletzungsrisiko eingeht, beziehungsweise wenn ihr unter 1 seid, dann baut ihr Fitness ab und so weiter es dann runtergeht, umso schlechter ist das Ganze dann entsprechend. Ich finde es bei der Polar etwas verständlicher, gerade für Anfänger gelöst. Bei der Garmin ist es dann doch eher klassisch gehalten, wie man es halt zum Beispiel von Training Peaks kennt oder auch von Strava, wo das dann entsprechend hier angezeigt wird. Was beide Uhren dann aber anbieten, ist ein sogenanntes Training am Handgelenk. Die Polar Pacer Pro hat von Fitzpark dann so Trainingsvorschläge, die setzen sich zusammen aus Kraft, Cardio und Unterstützungstraining und hier wird so quasi die ganze Bandbreite abgedeckt. Cardio ist dann so das klassische Laufen, was wir kennen, also im gewissen Herzfrequenzbereich laufen. Krafttraining ist dann, wie der Name schon sagt, fürs Krafttraining da, um hier dann auch gewisse Ausgleiche stattfinden zu lassen, weil wenn ihr nur laufen geht, ihr einseitig belastet seid und so gibt es einen gewissen Ausgleich. Und das Unterstützungstraining gibt so ein bisschen Agilität, also ein bisschen Beweglichkeit, dass ihr hier auch entsprechend hier euch dehnt und auch ein bisschen mehr Beweglichkeit bekommt, um das Verletzungsrisiko zu mindern. Wie das Ganze mit täglichen Trainings funktioniert, das habe ich mal in der Critics Pro gezeigt. Ich verlinke dir oben mal das Video, da kannst du das Ganze mal anschauen, da habe ich es im Detail nochmal genauer vorgestellt. Bei Garmin selber bekomme ich dann tägliche Trainingsvorschläge, also wenn ich zum Beispiel in die Lauf-App hineingehe, bekomme ich dann angezeigt, was ich dann trainieren kann, um hier entsprechend mein Fitnesslevel auszubauen. Was es hier leider nicht gibt, ist einen täglichen Trainingsvorschlag fürs Krafttraining, Unterstützungstraining, wie ich es jetzt zum Beispiel bei der Polaruhr habe. Aber ich habe dafür, anders als bei der Polaruhr, die Möglichkeit, eigene Trainings zu erstellen. Das heißt zum Beispiel ein eigenes Intervalltraining, wenn ihr das möchtet.
Oder auch, wenn ihr jetzt hier sagt, ich möchte Yoga oder Pilates machen, dann gibt es hier auch die Möglichkeit, animierte Workouts herunterzuladen. Die sind dann auch so ähnlich wie jetzt hier bei der Polar Pacer Pro, die dann auch entsprechend anzeigt, was für Übungen ihr durchführt. Beide Hersteller bieten auch Trainingspläne an und da ist es so, dass Polar sich doch dann mehr aufs Laufen fokussiert. Hier gibt es dann Trainingspläne für 5, 10 und 21 Kilometer, beziehungsweise auch für die Marathondistanz. Und der Trainingsplan beinhaltet auch alles, was mit Laufen zu tun hat oder auch dann hier ein Core-Training. Das heißt also, es ist wirklich eine gute Mischung, so wie es auch sein soll. Bei den Core-Trainings bekomme ich dann auch im Video angezeigt, was ich machen muss, wie das Ganze aussieht oder ja, wie ich das dann durchführen soll. Und das finde ich doch auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Darüber hinaus haben wir dann auch noch die Möglichkeit, hier einen Saisonplaner anzulegen und hier kann ich dann entsprechend meine Saison planen, je nach Event, was ich habe, um hier entsprechend die Intensitäten einzustellen, wann, wie, in welchem Monat ich wie trainiere. Bei Garmin wiederum gibt es einen sogenannten Garmin Coach. Da habe ich die Option zwischen 5, 10 Kilometer und Halbmarathon hier einen Trainingsplan durchzuführen. Hier habe ich dann 3 verschiedene Trainer mit 3 verschiedenen Philosophien und das Ganze ist auch ein bisschen so an Anfänger gerichtet. Da wird auch in Videos mal gezeigt, für was ich da eigentlich trainiere, was ich da mache und bekomme hin und wieder auch dann ein paar Übungen angezeigt, wie ich das Ganze dann beim Laufen durchführen soll. Darüber hinaus gibt es dann für fortgeschrittene Sportler dann auch noch auf der Garmin Connect Webseite auch hier nochmal mehr Trainingspläne. Die sind dann unterteilt zwischen Laufen, Fahrradfahren bzw. auch Triathlon und auch das wird dann entsprechend unterstützt. Ihr könnt euch dann einen Trainingsplan aussuchen, den einrichten, wird das Ganze dann mit der Uhr synchronisiert und bekommt es dann entsprechend angezeigt. Zudem habe ich bei der Forerunner 255 auch noch ein neues Wettkampf-Widget. Da kann ich zum Beispiel ein Event hinterlegen und bekomme hier für dieses Event auch dann einen individuellen Trainingsplan errechnet und hier wird dann entsprechend auf das Event hintrainiert. Ihr könnt dann auch Ziele setzen, ihr könnt sagen, ich möchte zu einer gewissen Pace das Ganze laufen oder mit einer bestimmten Zielzeit haben. Ich bekomme dazu noch eine Prognose, wie dann aktuell mein Stand ist, wenn ich da jetzt starten würde, wie ich das Ganze schaffen würde. Und ich bekomme obendrauf noch eine Wetterprognose angezeigt, die mir dann die Durchschnittstemperatur an diesem Tag anzeigt. Das sind so historische Daten, die dann angezeigt werden. Beziehungsweise, wenn ich mich dem Event näher, bekomme ich dann nochmal eine genauere Prognose, wie es dann da wirklich sein wird. Ich habe das Wettkampf-Widget nochmal im Detail in einem weiteren Video vorgestellt. Das verlinke ich dir oben mal, da kannst du mal reinschauen. Da siehst du dann, wie das Ganze dann aufgebaut ist, beziehungsweise wie ich es nutzen kann. Was Garmin an dieser Stelle aber leider nicht anbietet, ist die Kombination aus Lauftraining und Core-Training. Ich muss dann von mir aus selber hingehen und sagen, okay, ich mache heute ein Core-Training oder ein Krafttraining oder Yoga oder Pilates, je nachdem, was ihr machen möchtet. Aber ich habe dann hier die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel Pilates mache, mir auch animierte Workouts anzeigen zu lassen. Da gibt es eine Vielzahl auf Garmin Connect, die ich mir dann entsprechend synchronisieren kann und bekomme hier auch entsprechende Übungen angezeigt, die ich dann ja durchführen kann. Ja, dann kommen wir auch schon zu einem Feature, was jetzt neu bei der Garmin 255 reinkommt. Und zwar ist es die Leistungsmessung. Die Polar Pacer Pro bietet nativ eine Leistungsmessung an. Das heißt, wenn ihr die Uhr anzieht, dann habt ihr einen Leistungsmesser dabei. Bei der Garmin müsst ihr dann noch zusätzliches Equipment dazu kaufen. Ich habe hier zum Beispiel den HRM Brustgurt, also den HRM Run Brustgurt oder auch den Pro-Gurt oder den Pod, den Garmin anbietet. Das heißt also, ihr müsst hier nochmal Geld ausgeben, um hier die entsprechende Running Power zu bekommen. Was beide Uhren aber entsprechend nicht anbieten, ist nach Watt zu trainieren. Das heißt also, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte nach Watt trainieren, weil ich jetzt im bergigen Gebiet bin und das ja mit dem Watt trainieren mehr Sinn macht als mit Pace, das bieten beide Uhren leider nicht an. Was ihr aber machen könnt, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf dem Flachen lauft und seht dann, wo euer Schwellenwert ist bei der Wattmessung, könnt ihr entsprechend hier schauen beim Berg, dass ihr diesen Schwellenwert auch lauft und so seid ihr auf jeden Fall sicher, dass ihr nicht überpaced. Wenn ihr aber jetzt sagt, ich möchte gerne nach Watt trainieren, da könnt ihr dann auch ein Stride Foodpod anschließen, aber nur so bei der Garmin-Uhr gibt es dann auch eine Workout-App. Da könnt ihr dann, wenn ihr Stride abonniert habt, euch ja Trainingspläne herunterladen oder auch Workouts erstellen und könnt dann entsprechend auch hier nach den Anweisungen laufen und könnt hier nach Watt trainieren. Man kann zwar bei der Polar Pacer Pro auch den Stride Foodbot verwenden, aber hier ist leider nicht möglich, hier ein geführtes Workout durchzuführen, beziehungsweise wenn ihr jetzt ein Workout plant auf Stride, das Ganze hier zu überspielen und dann hier auf der Polar Pacer Pro durchzuführen. Wenn wir uns das Ganze jetzt aber mal vergleichen, wie gut ist eigentlich die Wattmessung? Ich habe hier mal 2 Vergleichsläufe gemacht. Ein Lauf, wo ich ein bisschen Peaks reingesetzt habe und auch mal angehalten habe, ein bisschen schneller gelaufen bin und auch gleichmäßig. Den Vergleich habe ich einmal mit der Garmin Forerunner 255 und dem HRM Brustgurt gemacht, beziehungsweise mit der Pacer Pro ganz normal. Und dann habe ich noch den Stride Foodpod angehabt. Was auffällt, ist, dass der Stride hier die niedrigsten Wattwerte angibt und auch gleichmäßige Wattwerte. Die Pacer Pro gibt hier höhere Werte an, beziehungsweise die Garmin gibt hier die höchsten Werte an. Für mich ist an dieser Stelle jetzt aber nicht entscheidend, wie viel Watt werden angegeben. Für mich ist es entscheidend, wie ist die Relation. Weil im Endeffekt ist ja für euch entscheidend, was mit was ihr vergleicht. Daher muss ich sagen, ich bin eigentlich mit beiden Uhren sehr zufrieden. Es gibt zwar hier und da ein paar Ausreißer, was die Messung angeht. Das heißt also manchmal die Forerunner 255 nicht so ganz genau gemessen, hat so eine kleine Abweichung gehabt. Manchmal auch die Polar Pacer Pro.
aber im Groben hat es im Verhältnis immer etwa gestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt am Berg laufe, kann ich mich da zumindest mal drauf einrichten und kann das Ganze nutzen. Was ich zudem dann noch habe, wenn ich mich jetzt für den Brustgurt von Garmin entscheide, ist nicht nur die Leistungsmessung, ich bekomme natürlich dann auch hier noch Daten angezeigt, wie die Bodenkontaktzeit, das vertikale Verhältnis oder auch die Balance beim Laufen. Das sind dann auch die Zusatzoptionen, beziehungsweise das unterstützt die Uhr ebenfalls, wenn ich mich dann noch für den Brustgurt entscheide, um hier die Leistungsmessung zu nutzen. Was die Herzfrequenzmessung angeht, auch hier habe ich dann einen Vergleichslauf gemacht. Da habe ich einmal auch einen Brustgurt gehabt, beziehungsweise beide Uhren, einmal auf dem linken und einmal auf dem rechten Handgelenk. Und hier ist es so, dass bei der Garmin-Uhr doch wirklich der Verlauf wirklich sehr gut abgebildet wird. Es gibt hin und wieder mal so kleine Abweichungen gegenüber dem Brustgurt, aber die Verläufe werden doch wirklich sehr gut abgebildet. Gerade am Anfang, wenn ich einen Workout mache, steigt es schön mit. Und auch bei Pausen geht das Ganze runter. Anders sieht es bei der Polar Pacer Pro aus. Ja, ich bekomme hier auch auf jeden Fall einen guten Verlauf angezeigt, aber ich habe hier und da doch ein paar Messfehler mehr als jetzt bei der Forerunner 255. Man kann aber sagen, für normale Hobbysportler ist das Ganze ausreichend. Auch für ambitionierte Hobbysportler bekomme ich hier gute Werte angezeigt. Bei der Garmin etwas besser als bei der Polaruhr. Wenn ihr natürlich in einen höheren Leistungsbereich reingeht, empfehle ich sowieso generell immer einen Brustgurt zu nutzen, da es rein technisch schon näher am Herzen liegt und einfach viel genauer gemessen werden kann als es am Handgelenk, bietet sich natürlich das entsprechend hier an. Dann kommen wir noch zum Punkt Navigation und GPS. Beide Uhren bieten die Möglichkeit, hier eine Navigation durchzuführen. Beide Uhren haben hier eine sogenannte Krümelnavigation, das heißt eine Navigation ohne Karte. Ihr lauft dann hier einem Strich hinterher. Zudem unterstützen beide Hersteller auch Komoot. Das bedeutet, wenn ihr das Ganze hier dann verbindet, werden die Strecken synchronisiert und ihr könnt das Ganze dann auf die Uhr übertragen. Da muss ich aber sagen, hier hat eindeutig Polar die Nase vorn. Ich bekomme hier alle Abbiegehinweise angezeigt, auch bei Weggabelung bekomme ich dann entsprechende Symbole angezeigt für eine Weggabelung und bin ja hier wirklich auf der Route und habe dann nie Probleme. Bei der Forerunner 255 sah das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ich bekomme hier so 2-3% der Abbiegehinweise nicht angezeigt, obwohl das Ganze synchronisiert ist. Auch wenn ich dann über Garmin Connect selber plane, ja, Garmin bietet hier auch die Möglichkeit, eigene Strecken zu planen, das bietet Polar wiederum nicht. Auch da bekomme ich nicht alle Abbiegehinweise angezeigt. Wie das Ganze dann aber wirklich bei der Navigation live aussieht, habe ich auch mal ein Video gemacht, da habe ich das mit beiden Uhren mal verglichen, das verlinke ich dir oben einfach mal, da kannst du das Ganze mal anschauen. Da habe ich das mal im Detail aufgezeigt, wie sich das entsprechend im Wald verhält, gerade wenn so eine Abschattung stattfindet oder auch im freien Feld. Und da könnt ihr einfach mal sehen, wie gut das Ganze funktioniert hat. Zu guter Letzt kommen wir dann auch noch zum GPS. Wir haben hier bei der Polaruhr einmal Galileo, GPS und GLONASS zur Unterstützung. Bei der Garmin haben wir ebenfalls GLONASS, Galileo und GPS. Und wir bekommen hier das sogenannte Multiband noch hinzu. Und hier werden alle Satellitensysteme genutzt, um entsprechend hier den genauesten Standpunkt zu ermitteln. Das Ganze kommt dann entsprechend hier bei Wäldern oder bei Bergen zu tragen. Und hier wird dann geschaut, in welchem Bereich ihr euch bewegt und wird dann auch entsprechend errechnet und bekommt hier ein schönes, sauberes GPS-Bild. Das hat aber auch zur Folge, dass ihr hier den meisten Akkuverbrauch habt, weil natürlich hier alle Satellitensysteme genutzt werden müssen und das Ganze berechnet werden muss. Man muss sagen, obwohl die Polar Pacer Pro das nicht unterstützt, sondern einfach nur, ich sag mal klassisch, hier zum Beispiel GPS Galileo nutzt, bekomme ich trotzdem sehr gute GPS-Bilder hin, auch im Vergleich zu der Garmin Forerunner 255. Ja, sie hat ein kleines bisschen besseres GPS-Bild, aber ich finde die Abweichung, die die Polar hier aufweist, doch nicht so groß. Der ganze Vorteil schwindet aber, sobald ihr aufs Freigelände geht, weil da natürlich Polar das maximale Signal bekommt, aber auch natürlich die Forerunner 255 bekommt das Signal und wir bekommen hier gute Bilder angezeigt. Wo man dann aber noch einen Unterschied sieht, ist dann tatsächlich, wenn man das Multiband nutzt, bei den Kilometern. Ich habe, wie gesagt, einen Lauf gemacht, wo ich auch mal durch den Wald gelaufen bin. Da ist das GPS-Bild zwar gut, aber dennoch habe ich hier eine kleine Abweichung. Da komme ich jetzt bei der Polar Pacer Pro auf 6,06 Kilometer bei der gleichen Strecke und bei der Garmin sind es dann 6,53 Kilometer. Das heißt also, die Polar Pacer Pro weist so hier knapp 50 Meter weniger auf als jetzt hier die Garmin Forerunner 255 im Multiband. Dann kommen wir auch schon zum Fazit der Uhr. Ich muss sagen, ich finde beide Uhren sehr gelungen. Jede Uhr hat so seine Stärken und seine Schwächen. Da ist natürlich jetzt auch die Frage, was magst du oder was möchtest du haben? Wenn du mehr Individualisierung haben möchtest oder auch hier so Garmin Body Battery, Stresslevel, dann bist du natürlich hier mit der Forerunner 255 wirklich sehr gut aufgehoben. Auch Erstellung eigener Trainings ist hier möglich und natürlich das Multiband GPS, das bietet dir natürlich das beste GPS-Bild und ist auch die günstigste Uhr von Garmin, die das Ganze hier anbietet. Wenn du jetzt aber sagst, ich bin jetzt ein reiner Läufer, möchte aber gute Trainingspläne haben, die zum Beispiel auch Core-Training enthalten oder auch tägliche Trainingsvorschläge, die entsprechend auch dann andere Trainings enthalten, als es nur Laufen, dann bist du auf jeden Fall mit der Polaruhr sehr gut aufgehoben. Und wenn du sagst, für dich ist Navigation vor allem auch sehr wichtig beim Workout, dann ist auf jeden Fall auch hier die Polar Pacer Pro für dich die eindeutig bessere Wahl, weil hier auf jeden Fall die Navigation viel besser umgesetzt ist, beziehungsweise auch hier dann entsprechend die Abbiegehinweise zuverlässig erscheinen.
Ja, ich hoffe, ich konnte dir mal so einen kleinen Eindruck geben, was hier die Unterschiede zwischen den Uhren sind. Ich habe beide Uhren auch mal getestet, das verlinke ich dir einfach mal. Da kannst du mal anschauen, wie wir jeweils die Uhr abgeschnitten haben. Falls du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier unten mal eine Best-of-Playlist gemacht, da kannst du mal reinschauen. Da siehst du, was ich sonst noch so alles auf meinem Kanal mache. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, wünsche dir alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal.